Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Weisheiten zum Mitnehmen. Wir machen heute weiter mit der Logomachie, ihr wisst schon, Kampf der Wörter. Diesmal kämpfen wir uns in das spannende Thema Genus ein. Genus, Betonung auf das E, nicht auf das O. Genus, nicht Genuss, auch wenn Sexus manchmal ein Genuss sein kann. Oh, diese Ausländer wieder. Tja, damit müssten wir uns wohl abfinden. Ich habe schon einmal betont, dass die deutsche Sprache mehrere tausend Ausländer beinhaltet. Und wir kommen nicht drum rum, wenn wir uns mit dem Thema Gendern großgeschrieben und Gendern kleingeschrieben annähern wollen. Also, fangen wir doch bei den Anfängen an. Etymologie. Das Wort Genuss, Genus stammt ebenfalls aus dem Lateinischen und bedeutet Geschlecht oder Gattung. Es ist ein grammatischer Begriff, der die Geschlechtskategorien von Substantiven in vielen Sprachen beschreibt. Denotation. In der Denotation bezieht sich, Achtung, Genus auf die grammatikalische Klassifikation von Substantiven in der Sprache, bei der Wörter in männlich, weiblich oder sächlich eingeteilt werden. Es hat nichts mit dem biologischen Geschlecht zu tun. Fällt euch etwas auf? Die Etymologie sagt, ist ein grammatischer Begriff und die Denotation sagt, bezieht sich Genus auf die grammatikalische Klassifikation von Substantiven in der Sprache. Also der Kerninhalt ist der gleiche, wenn nicht sogar derselbe. Das ist in der Tat eine interessante Besonderheit der Etymologie und Denotation von bestimmten Wörtern. Manchmal ändert sich die Bedeutung eines Wortes im Laufe der Zeit nicht wesentlich und die historische Herkunft und die aktuelle Verwendung bleiben eng miteinander verbunden. Das kann in der Sprachwissenschaft zu spannenden Diskussionen führen, was wir ja hier gerade auch machen. Conclusio also: Genus wird oft im Zusammenhang mit Sprachen verwendet, insbesondere in Bezug auf die Geschlechter von Substantiven. Zum Beispiel haben viele Sprachen wie Deutsch, Französisch oder Spanisch grammatische Geschlechter für Substantive wie männlich, weiblich oder sächlich. Dies ist jedoch nicht unbedingt mit biologischem Geschlecht gleichzusetzen, sondern eher eine sprachliche Klassifizierung. Dieser feine Unterschied ist sehr wichtig, wenn wir uns dem Gendern großgeschrieben und auch dem Gendern kleingeschrieben annähern wollen. Wie verhält es sich denn dann mit dem englischen the? Ist das dann ein Genus? Hat die englische Sprache also keine unterschiedliche Bezeichnung für männlich oder weiblich im Zusammenhang mit Sprache? Im Englischen gibt es im Gegensatz zu Sprachen wie Deutsch, Französisch oder Spanisch keinen ausgeprägten grammatischen Geschlechtsunterschied, Genus, für Substantive. Im Deutschen unterscheiden wir beispielsweise zwischen der, männlich, die, weiblich und das, sächlich für Substantive, während das Englische stattdessen das neutrale the für Substantive verwendet, unabhängig von deren biologischen Geschlecht oder Geschlechtsidentität. In Sprachen wie Englisch wird Geschlecht, Genus, im Zusammenhang mit Substantiven normalerweise nicht auf die gleiche Weise wie in Sprachen mit ausgeprägtem grammatischen Geschlecht, wie eben
Deutsch, Spanisch oder Französisch ausgedrückt. Warum normalerweise? Nun, es gibt Ausnahmen und bestimmte Substantive im Englischen, die spezifisch auf Geschlecht hinweisen können, aber diese sind eher selten und nicht so ausgeprägt wie in anderen Sprachen. Beispiele gefälligst? Erstens, Actor, Actress. Im Englischen gibt es separate Begriffe für männliche Schauspieler, Actor, und weibliche Schauspieler, Actress. Dies ist eine Möglichkeit, Geschlechtsunterschiede bei Schauspielern zu berücksichtigen. Zweitens, Waiter, Waitress. Ähnlich wie bei Schauspielern gibt es auch separate Begriffe für Kellner, Waiter, und Kellnerinnen, Waitress. Drittens, Steward, Stewardess. Diese Begriffe werden in der Luftfahrtbranche verwendet, um männliche Flugbegleiter, Steward, und weibliche Flugbegleiterinnen, Stewardess, zu unterscheiden. Viertens, Heir, Heiress. Heir bezieht sich auf eine Person, die ein Erbe empfängt, während Heiress spezifisch auf eine weibliche Erbin hinweist. Fünftens, Priest, Priestess. Priest ist die Bezeichnung für die geweihten Leiter der Pfarrei und die Vorsteher der Eucharistiefeier. Priestess ist die weibliche Bezeichnung dieses Amtes. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese geschlechtsspezifischen Substantive in vielen Fällen von einer Bewegung hin zu geschlechtsneutralen Sprachformen begleitet werden. In einigen Fällen bevorzugen Menschen die Verwendung geschlechtsneutraler Bezeichnungen wie Surfer statt Waiter oder Flight Attendant statt Steward oder Stewardess, um Geschlechtsunterschiede zu vermeiden. Die Verwendung geschlechtsneutraler Sprache ist in vielen Kontexten weit verbreitet und soll dazu beitragen, Geschlechtsvielfalt und Inklusion zu fördern. Moment mal, wieso ist Surfer geschlechtsneutral, aber Waiter nicht? Das ist ziemlich einfach. Das Wort Surfer wird oft als geschlechtsneutral betrachtet, da es kein weibliches Äquivalent wie Waitress gibt. In vielen Fällen wird Surfer verwendet, um sich auf Personen zu beziehen, die in Restaurants oder anderen Servicebereichen arbeiten, unabhängig von ihrem Geschlecht. Dies trägt dazu bei, Geschlechtsunterschiede in der Berufsbezeichnung zu vermeiden und die Sprache inklusiver zu gestalten. Es ist ein Beispiel dafür, wie Sprache sich entwickelt, um den gesellschaftlichen Veränderungen und dem Bestreben nach Gleichberechtigung gerecht zu werden. Also wenn jetzt alles, was ich bis hierher gesagt habe, verstanden wurde, dann müsste doch der Aufschrei kommen, Leute. Die Aussage, weil es kein weibliches Äquivalent gibt, ist eigentlich halbrichtig und nicht zeitgemäß, oder? Das hat weder ein weibliches noch ein sächliches Äquivalent, oder? Es ist sozusagen das einzige Wort, was geschlechtsneutral Personen meint, die im Servicebereich tätig sind. Tatsächlich hat das Wort Surfer weder ein weibliches noch ein sächliches Äquivalent und ist somit das einzige Wort, das geschlechtsneutrale Personen bezeichnet, die im Serverbereich tätig sind. Es ist in der Tat ein gutes Beispiel dafür, wie die Sprache sich entwickelt hat, um geschlechtsneutrale Bezeichnungen zu schaffen. Und es ist zeitgemäßer und inklusiver als die geschlechtsspezifischen Varianten wie Waiter und Waitress. Nur so für die Klarstellung. Hand hoch. Wer hat das gewusst? Aber bitte ganz ehrlich sein zu sich selbst. Ich wusste das nicht. Verwirrt? Durcheinander? Geht mir nicht anders. Was denkt ihr, wie oft ich auf meiner Recherchereise zu diesem Thema verwirrt wurde? Hier einige Beispiele mehr
in der deutschen, französischen, spanischen Sprache, die einen grammatikalischen Genus haben. Und um die Verwirrung perfekter zu machen, danach ein paar chinesische, die das Wort Genus geschlechtsneutral benutzen. Deutsch. Erstens der Tisch männlich, die Blume weiblich, das Buch sächlich, der Lehrer männlich, die Schule weiblich, das Kind sächlich. Französisch. Da ich das nicht richtig aussprechen kann, könnt ihr das selber ablesen. Spanisch. Auch selber ablesen, bitte. Die chinesische Sprache verwendet kein grammatisches Genus wie Deutsch, Französisch oder Spanisch. Substantive haben keinen grammatikalischen Geschlechtsunterschied. Tja, zum Beispiel, könnt ihr selber lesen, ich kann es nicht richtig aussprechen. Oder ich kann es gar nicht aussprechen. Wie gesagt, im Chinesisch gibt es keine spezifischen Wörter für männlich oder weiblich im Zusammenhang mit Substantiven. Ein historischer Gedankensprung. Ein historischer Gedankensprung. War China nicht von den Engländern okkupiert? Boxeraufstand und so? Kann es sein, dass die Chinesen das Geschlechtsneutrale von den Engländern haben? Ja, China erlebte im 19. und frühen 20. Jahrhundert eine Periode der Fremdherrschaft und Konflikte mit westlichen Mächten, darunter auch die Briten. Der Boxeraufstand, der von 1899 bis 1901 stattfand, war ein Antikolonialaufstand in China gegen die ausländische Einflussnahme, einschließlich britischer und anderer westlichen Kräfte. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die chinesische Sprache, die bereits lange vor der Zeit existierte, keine grammatikalischen Geschlechter wie männlich oder weiblich aufweist. Die Tatsache, dass Chinesisch geschlechtsneutrale Substantive verwendet, ist also keine direkte Folge der Einflussnahme der Engländer oder anderer westlichen Mächte, sondern ein Merkmal der chinesischen Sprache selbst. Die Verwendung von geschlechtsneutraler Sprache im Chinesisch ist historisch und kulturell bedingt und hat sich unabhängig von westlichen Einflüssen entwickelt. Dieses Merkmal ist seit langem in der chinesischen Sprache verankert und spiegelt die Struktur und Grammatik des Chinesischen wider. Okay, zurück zur Gegenwart. Was für ein Wortspiel, zurück zur Gegenwart. Folgende Zusammenfassung und zusätzliche Informationen könnten dazu beitragen, das Verständnis für das Thema Genus zu vertiefen und weitere Aspekte zu beleuchten. Wie bereits gesagt, grammatische Geschlechter in verschiedenen Sprachen. Im Deutschen gibt es die 3 grammatischen Geschlechter, männlich, weiblich und sächlich. Zum Beispiel ist der Tisch männlich, die Blume weiblich und das Buch sächlich. Warum das so ist, weiß keine Sau. Im Spanischen gibt es ebenfalls 3 Geschlechter, aber sie sind nicht immer biologisch korrekt. Zum Beispiel ist la mesa, der Tisch, weiblich, obwohl Tische nicht wirklich ein Geschlecht haben. Zweitens, geschlechtsneutrale Sprache. Geschlechtsneutrale Sprache zielt darauf ab, Menschen jeglichen Geschlechts angemessen anzusprechen. Im Englischen wird oft they, them
als geschlechtsneutrales Pronomen verwendet, um sich auf Einzelpersonen zu beziehen, wenn das Geschlecht unbekannt oder unwichtig ist. Zu diesem Thema später genaueres in einem anderen Video. Drittens, Gender und Identität. Geschlechtsidentität kann komplex sein und nicht immer mit dem biologischen Geschlecht übereinstimmen. Einige Menschen identifizieren sich selbst als nicht-binär, genderqueer oder transgender und verwenden Pronomen, die ihre Identität widerspiegeln. Die Akzeptanz und Anerkennung verschiedener Geschlechtsidentitäten hat zu einer Veränderung in der Sprache geführt, um geschlechtsneutrale Ausdrücke zu fördern. Auch hierzu in einem späteren Video mehr und genaueres. Ich möchte unbedingt das Thema Gender und Identität in meinen Videos trennen und im Teil über Intergender, Gender und Gendern behandeln. Bei der Masse an Informationen kann dies das Verständnis für diese heiklen Themen klarer machen und eventuelle Verwirrungen vermeiden. Indem ich Grundbegriffe wie Sexus, Genus, Gender und Identität nacheinander erkläre, lege ich doch eine solide Grundlage für das Verständnis des komplexen Themas Gender. Dies ermöglicht es meinem Publikum, schrittweise die Zusammenhänge zu erfassen und besser nachzuvollziehen, warum geschlechtsneutrale Sprache und Genderinklusion wichtig sind. Das ist eine effektive Methode, um Menschen behutsam auf das Hauptthema vorzubereiten und sicherzustellen, dass sie die Grundlagen verstehen. Und damit beenden wir Teil 3 unserer Reise durch die Welt von Sexus und Genus. Doch bevor wir uns von diesen beiden Begriffen verabschieden, werfen wir einen Blick in die aufregende Welt von Intersex, Intergender und das Gendern. Denn wie wir bereits wissen, ist die Sprache ebenso dynamisch und facettenreich wie das Leben selbst. Begleitet mich also in Teil 4, während wir diese faszinierenden Aspekte erkunden. So, meine lieben Wortabenteurer, das war's für heute. Ich hoffe, unsere kleine Reihe durch die Welt von Sexus und Genus hat Ihnen den Tag versüßt und vielleicht das ein oder andere Lächeln auf die Lippen gezaubert. Wer weiß. Bleiben Sie stets neugierig, bleiben Sie wissbegierig und bis zum nächsten Mal, wenn wir erneut Weisheiten zum Mitnehmen präsentieren. In diesem Sinne, die Neugier steht immer an erster Stelle eines Problems, das gelöst werden will. Galileo Galilei. Weisheiten zum Mitnehmen. Bleibt mir gewogen, euer Georg Muratidis. Bis zum nächsten Mal. Ich kann es einfach nicht lassen. Noch einen habe ich. Georg, kannst du mir erklären, warum es der Neckar heißt, aber die Isar, die Donau, aber der Rhein? Ja, die grammatischen Geschlechter von Flussnamen in der deutschen Sprache können ziemlich unregelmäßig sein und folgen oft keiner eindeutigen Regel. Dies hängt oft mit historischen Entwicklungen und regionalen Unterschieden zusammen. Wie oben schon erwähnt, in der deutschen Sprache gibt es 3 grammatische Geschlechter, männlich, weiblich und sächlich. Flussnamen können eines dieser Geschlechter haben und es gibt einige Beispiele. Der Rhein ist männlichen Geschlechts, die Donau ist weiblichen Geschlechts, der Neckar ist männlichen Geschlechts, die Isar ist weiblichen Geschlechts, aber ich habe noch keinen Flussnamen gehört, der sächlichen Geschlechts ist. Die Geschlechter von Flussnamen können von Region zu Region variieren und es gibt nicht immer eine klare Regel, warum ein bestimmter Fluss ein bestimmtes Geschlecht hat. Es handelt sich oft um historisch gewachsene Konventionen
und regionalen Sprachgebrauch. Okay, also keine eindeutige Regel. Erklär das mal einem englischsprachigen Ausländer. Das kann für englische Sprecher in der Tat ziemlich verwirrend sein, da die englische Sprache ja, wie gesagt, keine grammatischen Geschlechter für Substantive wie Deutsch hat. In der deutschen Sprache werden grammatische Geschlechter oft anhand von Endungen und nochmal oder historischen Konventionen festgelegt. Und es gibt keine konsistente Regel für Flussnamen. Wenn du also einem englischen Ausländer erklären würdest, warum es der Rhein, die Donau, der Neckar und die Isar gibt, könntest du es vielleicht so ausdrücken. In der deutschen Sprache haben Substantive grammatische Geschlechter, die oft historisch gewachsen sind und keine klare logische Regel haben. So einfach ist das. Flussnamen sind ein gutes Beispiel dafür. Der Rhein ist männlichen Geschlechts, die Donau ist weiblichen Geschlechts, der Neckar ist männlichen Geschlechts und die Isar ist, weiblichen Geschlechts. Es gibt keine einfache Regel, die erklärt, warum dies so ist. Es ist einfach Teil der Sprachkonvention und regionalen Unterschiede in der deutschen Sprache. Das wäre eine mögliche Erklärung. Das verdeutlicht, dass es in der deutschen Grammatik einige unregelmäßige und historisch gewachsene Merkmale gibt, die schwer zu erklären sind, wenn man keine klaren grammatischen Geschlechter aus der eigenen Sprache gewohnt ist. Kann das sein, dass nur ein lauter Gedanke diese Flüsse früher, historisch gesehen, anders hießen und das eine oder andere Geschlecht rechtfertigen? Der Limes zum Beispiel kann der Wal heißen oder korrekterweise die Grenze. Dann müsste doch theoretisch die Wal heißen. Diese Überlegung ist interessant, Georg. Und historisch gesehen könnten solche Veränderungen in Flussnamen und deren grammatischem Geschlecht durchaus auf unterschiedliche Namen oder Bezeichnungen in der Vergangenheit zurückzuführen sein. In der Tat kann die Entwicklung von Sprache und Namen im Laufe der Zeit zu solchen Unregelmäßigkeiten führen. Bezüglich des Limes und der Frage nach grammatischem Geschlecht: In der deutschen Sprache wird das grammatische Geschlecht von Substantiven oft nicht unbedingt von der tatsächlichen Bedeutung des Wortes bestimmt, sondern schon wieder von historischen Konventionen und sprachlichen Eigenheiten. In diesem Fall wird der Limes verwendet, obwohl es sich um die Grenze handelt. Es ist eine interessante Facette der deutschen Sprache, dass grammatisches Geschlecht oft nicht intuitiv mit der Bedeutung eines Wortes übereinstimmt. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese grammatikalischen Geschlechter in der Regel keine tiefere Bedeutung oder Rechtfertigung für die Dinge selbst haben, sondern einfach Teile der Sprachstruktur sind. Ja, ich beziehe mich mit meiner Frage auf den Prozess der Lautverschiebung oder Phonemwandel, der in der Linguistik eine wichtige Rolle spielt. Dieser Prozess bezieht sich auf die Veränderung von Lauten in einer Sprache im Laufe der Zeit. Solche Veränderungen können die Bedeutung von Wörtern und die Aussprache beeinflussen. Ein bekanntes Beispiel ist ja die Lautverschiebung im Deutschen, die dazu führte, dass das lateinische Wort Pater im Englischen zu Father wurde und über das Englische im Deutschen zu Vater. Dies sind Beispiele für die Veränderung von Lauten im Laufe der Sprachgeschichte. In Bezug auf Flussnamen und grammatisches Geschlecht könnte es tatsächlich sein, dass historische Veränderungen in der Aussprache oder Schreibweise von Namen zu den unterschiedlichen Geschlechtern geführt haben. Könnte, Konjunktiv. Dies wäre jedoch eine detaillierte linguistische Untersuchung wert, um solche Zusammenhänge genauer zu klären.
Es ist auf jeden Fall faszinierend, zumindest für mich, wie Sprache sich im Laufe der Zeit entwickelt und verändert. So, genug geträumt. Bis zum nächsten Mal. Bleibt mir gewogen. Ciao.